ich habe das Gefühl, ich bin nicht richtig. Wenn du zu diesem Teil vorstoßen kannst, und das kannst du in der Trance eben gut machen, dass du in dir diesen Kern hast, diesen Teil von dir, der eben immer da war, wo du dich mit dir selber völlig einig gefühlt hast, dann brauchst du auch nichts von außen an der Stelle. Und man kann in diesem Zustand einerseits eben psychische Probleme bewältigen, man kann belastende Situationen auflösen, nachträglich korrigieren, man kann auf dich zukommende Krisensituationen so vorbereiten, dass du sie glatt durchgehst und problemlos bestehst. Und du kannst aber auch zu deinem Körper einen ganz anderen Zugang haben. Zum Beispiel Wundheilung. Und ein krasses Erlebnis war, dass ich beim Surfen einen Unfall hatte. Es war ganz weit weg von irgendwelcher Stadt oder Krankenversorgung. Eine große Wunde am Knie, die hätte eigentlich genäht werden müssen. Da habe ich meine Hausärztin angerufen und sage, was mache ich da? Sagt sie, kannst du nichts machen. Aber du machst dir eine eigene Trance, wo du diesen Heilungsvorgang innerlich immer wieder vorstellst. Und diese Trance, die ich mir selber gemacht habe, habe ich jeden Tag zweimal gehört. Über 3 Wochen und ist gut zugeheilt. Das ist die Ärztin zu Hause gesagt und das ist eigentlich gar nicht denkbar. Lass uns jetzt mal gemeinsam in diesen Zustand gehen. Also du bist heute der Hypnotiseur und ich bin der Hypnotisierte. Nimm deine Hand, atme tief ein und halt die Luft. Und dann führe die Hand schnell auf die Augen zu, schließe die Augen, atme aus und achte nur noch auf das Ausatmen jetzt. Mindseed mit Leon Heimann. Bei Hypnose denken viele Menschen an Kontrollverlust, Manipulation oder vielleicht sogar an irgendwelchen Hokuspokus. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit Jahrzehnten wissenschaftlich genau mit diesem Thema und sagt, ja, bei Hypnose geht es tatsächlich darum, Kontrolle abzugeben. Aber ganz anders, als die meisten von uns glauben. Professor Dr. Dirk Revensdorf ist Psychologe, Psychotherapeut und einer der bekanntesten Hypnoseforscher Deutschlands. Für ihn ist Hypnose kein mystischer Zustand, sondern ein veränderter Bewusstseinszustand, in dem wir uns von festgefahrenen Denk- und Verhaltensmustern lösen können. Mich hat deshalb interessiert, was passiert dabei wirklich in unserem Gehirn? Wie viel Einfluss hat ein Hypnotiseur tatsächlich auf uns? Und was kann Hypnose verändern, was wir mit unserem normalen Denken vielleicht nicht erreichen? Wir sprechen darüber, wie Hypnose bei psychischen Problemen eingesetzt wird, welche Rolle unser Selbstbild dabei spielt, wo ihre Grenzen liegen und am Ende wollte ich es selbst wissen. Dirk hat mich hypnotisiert. Und wenn die Gespräche wie dies hier gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal auf Spotify oder YouTube kostenlos abonnieren würdest. Damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge im Mindseed Podcast, deinem Ort für Gesundheit und persönliche Entwicklung. Dirk, wenn Menschen an Hypnose denken, denken viele an Kontrollverlust. Jemand bringt mich dazu, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht möchte. Was passiert bei einer Hypnose tatsächlich mit unserem Bewusstsein? Und was verstehen die meisten Menschen darüber völlig falsch? Ja. Das mit dem Kontrollverlust stimmt. Denn du musst, wenn du in diese hypnotische Trance gehen möchtest, die ein besonderer veränderter Bewusstseinszustand ist, in dem du Dinge anders bewältigen kannst und möglicherweise auch Dinge an dir sozusagen entwickeln kannst und entdecken kannst, die du sonst nicht zugänglich hast. Wenn du dahin kommen möchtest, musst du sozusagen innere Freiheit haben von deinem Alltagsdenken. Das heißt, du musst die Kontrolle deines Alltagsdenkens und aber auch die Kontrolle über deine ständige so Selbstbetrachtung. Kann ich das? Darf ich das? Wie sieht das aus? Was denken die anderen? Das muss weg. Sonst bleibst du in deinem Alltagsdenken und das kommt nichts Neues zustande. Weil der entscheidende Punkt ist, dass in der Trance sind bestimmte Hirnregionen anders verschaltet. Und zwar so, dass du nicht sofort deine Alltagslogik, deine Alltagserfahrung, dein Selbstbild in der gewohnten Weise aktivierst und dann wieder in demselben gewissermaßen Gefängnis bist, in dem du sowieso die ganze Zeit manchmal sehr effektiv, aber eben agierst. Und deswegen musst du die Kontrolle aufgeben, du musst loslassen gegenüber nicht dem Hypnotiseur, sondern gegenüber deinem inneren, sozusagen unwillkürlichen Prozess des mentalen Denkens, des mentalen Entwickelns, der Suche, der inneren Freiheit sozusagen. Und wer das nicht kann, der geht nicht in Trance.
Der bleibt dann bei seinem zwanghaften, ist es auch richtig, was mache ich jetzt hier gerade und ist es Hypnose, ist es noch keine Hypnose? Und wenn du richtig loslassen kannst, dann kommst du in diesen Zustand, wo du nicht mehr darüber nachdenkst, das Ich spielt keine Rolle mehr sozusagen. Und das ist der entscheidende Punkt, dass du nicht ständig dein Selbstbild sozusagen wieder als Maßstab nimmst, weil dieses Selbstbild natürlich einerseits effektiv ist, aber auf der anderen Seite eben dich auch begrenzt auf eine bestimmte Art des Selbstverständnisses und in der Welt sein. Dirk, du bist einer der bekanntesten und vor allen Dingen einer der Personen, die am meisten geforscht haben zum Thema Hypnose. Wann bist du zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen? Das ist wahrscheinlich eher so ein Entwicklungsprozess aus der Enttäuschung anderer Therapieverfahren, mit anderen Therapieverfahren. Weil ich war zunächst Statistiker und dann war ich eben Verhaltenstherapeut, bin es immer noch. Und dann war ich eben Gestalttherapeut und Körpertherapeut. Es wurde immer besser. Und dann hat die Hypnose, die ich dann irgendwann auf irgendeinem Seminar, ich weiß gar nicht mehr wo, kennengelernt habe, deutlich gemacht, man kann mit Menschen kommunizieren, ohne dass man direkt ihnen etwas sozusagen entweder entlocken muss oder suggerieren muss, sondern man kann durch den Zustand, den man erzeugt, diese innere Loslösung von gebahnten Glaubenssätzen und Verhaltensmustern bei dem anderen auslösen, ermöglichen. Und das kannst du mit der Hypnose und die kannst du dann auch begleiten, indem du entsprechende Bilder verwendest oder die Biografie einbeziehst oder die Zukunft einbeziehst und kannst ihn sozusagen auf die Reise schicken. Und das habe ich dann irgendwann zunächst vielleicht begrenzt erfahren. Und dann habe ich vor allem auch gemerkt, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass ja viele Menschen eben diese etwas verzerrte Vorstellung haben, man verliert die Kontrolle über das, was man eigentlich erreichen möchte und ist dann möglicherweise manipulierbar zum Beispiel, ne? Was nicht der Fall ist. Man kann niemanden manipulieren. Man kann höchstens ihn mit einer Seite in Kontakt bringen in diesem Zustand, weil es wie so eine innere Freiheit ist, auf die er nicht vorbereitet ist. Und dann ist er möglicherweise erschrocken. Und es kann auch eben sein, dass da was berührt wird, was eigentlich gut weggepackt war und was dann vielleicht belastend sein kann, weil es reaktiviert wird. Also im unangenehmen Falle wäre das so. Ne? Aber allgemein ist es eben so. Und wenn du sagst, ich habe dann gemerkt, aha, das geht gut. Ich kann also, Körpertherapie ist toll, da kann man jemanden bewegen ohne Worte oder ihn sich bewegen lassen. Und Hypnose ist, du redest mit jemandem gewissermaßen in einer Weise, dass der innerlich loslässt und sich gewissermaßen in einen Bewusstseinsstrom gibt, der viel breiter ist als das, was im Alltag zugänglich ist. Und das ist deine Aufgabe als Hypnotiseur, diese Befreiung von den Eingrenzungen, den inneren. Es ist also nicht möglich, so wie wir das manchmal aus Filmen kennen, dass eine Person die andere hypnotisiert und dann sozusagen fast schon ihren Willen bricht oder sie so lenkt, wie die Person es dann möchte. Also der entscheidende Punkt ist, dass es eben in der Bühnenhypnose so aussieht. Es sieht da so aus, nicht? Also gackert wie ein Huhn oder kann nicht mehr aufstehen oder macht auch möglicherweise peinliche Sachen, gibt's ja auch, nicht? So besonders unterhaltsam wird der große Unterhaltungswert. Der entscheidende Punkt ist, normalerweise, wenn jetzt mal, wir machen eine Hypnose und dann würde Feuer ausbrechen, dann würden wir beide, ich sowieso und du, aber du würdest einfach auch schon rausgehen. Okay. Also sobald eine Gefahr für dich selber besteht. Aber, und das ist eben der fatale Trick der Bühnenhypnose, die beiden sind ja vor Publikum, möglicherweise Millionenpublikum, irgendwo auf der Bühne. Und dann entsteht sowas wie ein sozialer Vertrag zwischen uns beiden. Wir werden uns gegenseitig nicht blamieren. Und es ist ganz schwer, diesen Vertrag sozusagen zu brechen. Damit sozusagen brichst du die Loyalität, die du versprochen hast. Und das geschieht eben nie, weil, das ist der zweite Punkt, diese Bühnenhypnotiseure einen sehr guten Blick dafür haben, wer kooperativ ist. Also auf den er sich verlassen kann, dass er weitermacht. The show must go on sozusagen. Ne? Und dabei kann es tatsächlich passieren, dass die Person etwas macht in der Bühnenhypnose, weil eben diese gemeinsame Show, ich meine, der ist ja auch selber dann im Rampenlicht und fühlt sich möglicherweise ganz gut dabei, nicht, weil er was zeigen kann, der Proband. Ne? Es kann aber sein, dass er sich gewissermaßen
auf was einlässt und nicht die Kraft hat, den Willen hat, sozusagen die Loyalität dann zu brechen und sagen, so einen Scheiß mache ich nicht mit. Das machen die nicht, weil sie gut ausgewählt sind. Die Bühnenhypnotiseure wählen sich Menschen sehr geschickt aus, die wahrscheinlich sehr kooperativ sind. Und dann werden sie möglicherweise verleitet, was zu machen, was sie hinterher peinlich finden oder unangenehm und auch vielleicht verletzend gefunden haben. In ungefähr einem Monat geht es los. Mindseed geht auf Live-Podcast-Tour. Bist du Mutter oder Vater und weißt manchmal einfach nicht mehr, was in der Erziehung das Richtige ist? Steckst du in einer Beziehung, von der du weißt, dass sie dir eigentlich nicht gut tut und schaffst es trotzdem nicht, dich von ihr zu lösen? Oder gibt es etwas aus deiner Vergangenheit, das bis heute bestimmt, wie du fühlst und reagierst? Dann könnte einer unserer Live-Abende genau das Richtige für dich sein. Los geht's am 19. September in Berlin, wo ich mit Dr. Britta Papay über Narzissmus und ungesunde Beziehungen spreche. Direkt einen Tag später geht es in Hamburg mit Dr. Jan-Uwe Rogge weiter, rund um Erziehung, Grenzen und die Herausforderungen im Familienalltag. Im Oktober sehen wir uns dann in Stuttgart. Dort spreche ich am 16. Oktober mit Lutz Ulrich Besser darüber, wie Trauma und Erfahrungen aus unserer Vergangenheit uns bis heute prägen können. Den Abschluss macht am 17. Oktober Verena König in Düsseldorf und dieser Abend ist tatsächlich schon komplett ausverkauft. Das Besondere an diesen Abenden, du sitzt nicht einfach nur da und hörst zu. Du kannst deine eigene Geschichte und die Frage mitbringen, die dich vielleicht schon seit Monaten oder Jahren beschäftigt und sie einem Experten stellen, der sich seit vielen Jahren genau mit deinem Thema beschäftigt. Mein Wunsch ist, dass du danach mit einer neuen Perspektive oder mit ganz konkreten Ideen nach Hause gehst, die dir in deinem eigenen Leben weiterhelfen. Für Berlin, Hamburg und Stuttgart gibt es aktuell noch Tickets. Alle Termine und den Link zu den Tickets findest du unter dem Video in den Shownotes. Ich freue mich riesig darauf, euch endlich persönlich kennenzulernen. Das ist jetzt nochmal ein anderes Feld, dann sozusagen die Bühnenhypnose von der therapeutischen Hypnose. Du machst aber beides. Ich mache keine Bühnenhypnose, aber ich weiß, wie es geht. Mhm. Und man muss auch wissen, wie das geht, weil man tatsächlich dann eben, man kann eine effektive Hypnose machen, so wie es die Bühnenhypnotiseure machen, weil die nicht viel Zeit haben. Wie funktioniert denn eine Hypnose? Also was passiert in uns, wenn wir jetzt eine Hypnose machen? Wir werden dann später auch nochmal eine zusammen machen. Ja. Ich würde das gerne einmal genauer verstehen, weil viele denken sich wahrscheinlich, das ist irgendwie Hokuspokus. Mhm. Und was hat es wirklich damit auf sich und was ist auch der Ursprung der Hypnose? Ja, also es hat damit auf sich, dass es ein veränderter Bewusstseinszustand, so ähnlich wie im Traum. Und wenn du deine Träume betrachtest, sind sie meistens Chaos. Das heißt also, in der Trance wie in den Träumen wird ein bisschen Chaos eingeführt in dein Denken. Und durch dieses Chaos hast du plötzlich sozusagen mehr Handlungsoptionen. Dinge werden plötzlich anders sichtbar oder spürbar. Und was genau geschieht, kann man neurologisch gut zeigen, nicht? Im MRT, in den bildgebenden Verfahren, ist tatsächlich, dass Bereiche, die mit dem Ich zu tun haben, hier oben, Precuneus heißt es, und der präfrontale Kortex, das ist die Alltagsdenke, nicht? Mit dem du so dich orientieren kannst. Also Vernunft und Risikoabschätzung und Kriterien und so. Nicht? Die funktionieren ja wunderbar, können wir gar nicht ohne die leben, natürlich. Aber sie begrenzen uns auch, weil wir eben so ein fixes Selbstbild, so eine fixe Vorstellung, was richtig ist, haben. Und das löst sich in der Trance auf, so wie im Traum. Weil im Traum machst du auch Dinge, dass du dich hinterher wunderst, warum. Ne? Also ein Beispiel, jemand, der sehr, sehr im Traum jetzt, ne? Weil das ein ähnlicher Vorgang ist, der sehr, sehr streng ist und auch Angst hat, auf Bühnenhypnose, auf Bühnenvorträge zu halten, sehr ängstlich ist und aber sehr angepasst ist und auch sehr erfolgreich ist und so ein richtiger guter Geschäftsmann. Der träumt dann, aber eben ängstlich, nicht? Und wenn er eine Rede halten muss, kriegt er Panik. Der träumt dann im Traum, dass er mit einem sehr schnellen Auto, einem Porsche, steil bergab fährt, 160 Stundenkilometer und dann angehalten wird von der Polizei. Und jetzt kommt der Knallpunkt, dass er mit großer Freude das Strafmandat entgegennimmt. Also er freut sich darüber, die Regel zu übertreten, was er im Leben nie kann. Das heißt, er gibt also sein Regeldenken, ich darf auf keinen Fall einen Fehler machen, gibt er auf an der Stelle. Das heißt, er tritt aus seiner engen Weltsicht ein Stück zurück und kann dann eben sich frei bewegen und sich auch mal einen Fehler gestatten, ne, in dem Traum. Und die Idee ist natürlich, dass der Traum das sozusagen ihm nahe bringen möchte. Deswegen träumt er das. Ne?
Und Trance macht das genauso. Also die hypnotische Trance, also der Zustand der hypnotischen Trance ist so, da gibst du das auch, was du normalerweise eben sofort als Einwand bringst, dass das ja alles nicht geht und nicht darf und nicht kann, und lässt es einfach so zu. Ich sage mal ein Beispiel, das ist einfacher, ne? Ein ganz einfaches Beispiel, nämlich die Frau ist Ärztin, hat ein krankes Kind zu Hause, 2 Kinder hat sie aber, muss sich auf die Prüfung vorbereiten. Und außerdem ist im Krankenhaus Ärztemangel, also Stress an 3 Stellen. Prüfung, Ärztemangel, zu Hause Kind krank. Und diese Prüfungsvorbereitung, die sie machen muss, damit sie eben da durchkommt, die hat sich so eingerichtet, wenn die Kinder zu Bett sind, von 10 bis 12 abends, da lerne ich eben. Und der Fehler ist, sie kann nicht aufhören. Das kennt jeder, nicht? Also wenn man mittendrin ist, dann muss man auch noch das, dann ist 1, dann ist 2 und dann um 6 muss sie aufstehen. Das heißt, sie will eigentlich lernen, ich möchte dann aufhören und zu Bett gehen. Und dann macht man eben Folgendes, man checkt genau, ob das machbar ist, nicht? Und dann sagt man, okay, machen wir, Sie gehen jetzt in Trance, und dann sage ich Ihnen was, an einer bestimmten Stelle sage ich, um 10 werden Sie wie ein Roboter, könnte man fast sagen, zu Ihrem Computer gehen und Ihre Prüfungsvorbereitung machen. Und um 12 Uhr, um 0 Uhr, gucken Sie auf den Zeiger von der Uhr oder von der digitalen Anzeige, um 0 Uhr wird der Rechner gleichgültig. Und Sie gehen zu Bett und ausgeschlafen. Und nicht nur, dass das funktioniert nur, wenn es auch stimmig ist. Nicht? Also nicht, wenn dahinter was anderes noch lauert, was eben möglicherweise Konflikt wäre. Auf alle Fälle, sie hört dann um 12 auf, ist völlig gleichgültig geworden. Und dann ist der entscheidende Punkt, dass man an der Stelle, wo man die Trance beendet, das werde ich bei dir da auch machen, eine Geschichte erzählt, die irgendwie dieses Thema nochmal in einem anderen, sozusagen semantischen Raum verortet. Und ich habe die Geschichte erzählt von Daedalus und Ikaros. Das sind 2 Vater und Sohn, sind vom König eingesperrt, das ist so ein alter Mythos, ne? Im Gebirge, und können eigentlich nicht entfliehen, sollen bestraft werden. Aber Daedalus, der Vater, ist Ingenieur und baut Flügel. Baut Flügel aus Federn von Vögeln und Bienenwachs. Und er sagte zu seinem Sohn Ikaros, wir fliegen jetzt los, funktioniert gut, aber fliegt nicht zu hoch, dann schmilzt die Sonne das Wachs. Also fliegen sie los, und Ikaros, der Sohn, fliegt höher und höher und höher, was so toll ist, wird immer höher. Und die Sonne schmilzt das Wachs, und er fliegt ins Meer, fällt ins Meer und ist tot. Und der Vater, das ist der letzte Satz von dieser Geschichte, der Vater sagt sich selber, also ich kann nichts anderes machen, als auf mittlerer Flughöhe weiterfliegen bis Sizilien, von Kreta. Das ist die Geschichte. Ne? Und dann kommt sie zurück und sagt, also dann Wochen später, sagt, ich höre um 12 auf, völlig problemlos, bin ausgeschlafen. Und was Eigenartiges passiert, diese mittlere Flughöhe, die der Daedalus dann einhält, um anzukommen, die hat sich in meinem Leben ausgebreitet. Ich weiß nicht, ob ich noch ein 3. Kind wirklich brauche. Damit hat sie immer so spekuliert. Nicht? Also 2 reichen vielleicht auch. Und ich weiß auch nicht, ob ich noch habilitieren soll. Vielleicht reicht der Doktortitel. Also in dem Moment, also in diesem Zustand, macht sich so eine Idee, verbindet sich mit allen möglichen Lebensbereichen, was gar nicht vorgesehen war eigentlich. Ne? Das heißt, du hast innerlich so einen offenen Zustand, wo das alte Selbstbild, ich muss unbedingt habilitieren, ich muss 2 Kinder, 3 Kinder haben, ist zurückgestellt. Und du kannst es zulassen, dass du einen erweiterten Blick auf dich selber und auf die Dinge hast, die du tust. Und das geht eben nur, wenn du innerlich loslässt. Und in der klinischen Hypnose, also wo du es für therapeutische Zwecke verwenden möchtest, geht es eben genau darum, dass du die Person innerlich frei machst, aber nicht etwa, dass sie dir gehorcht. Deswegen gibt es auch selten Suggestionen, außer genau solche, die dir eigentlich selber zu sich sagen würde. Nämlich, um 12 Uhr wird der Rechner gleichgültig. Aber du hast ja jetzt gerade erklärt, dass du sozusagen ihr geholfen hast, dann um 10 nochmal kurz den Laptop aufzuschlagen und um 12 wieder zuzumachen. Und das hat sie dann auch einfach gemacht. Wäre es dann nicht möglich, dass, wenn man jetzt irgendwelche bösen Absichten hat, dass jemand das missbraucht und jemanden dazu bewegt, etwas zu tun, was sich vielleicht für die Person, weil du hast ja gesagt, es ist wichtig, dass sich das für die Person stimmig anfühlt, vielleicht auch stimmig anfühlt, vielleicht aufgrund irgendwelcher Vergangenheiten, wo Dinge normal waren, die eigentlich nicht normal sind.
dass man so auch das missbrauchen kann? Mhm. Beispiel. Also was häufig vorkommt in der Therapieszene, dass die Therapeuten keine Anträge schreiben, dann kriegen sie kein Geld. Also Anträge für die Kasse. Ne? Die müssen Antrag schreiben, dass der Behandlungsplan eingereicht wird. Und dann, das kommt ziemlich häufig vor, und dann stapeln sich die Anträge, werden nicht geschrieben, und irgendwann wird es dann zu viel und sie wollen gerne Antrag schreiben. Ne? Und kommt der Mann und sagt, okay, also ich will gerne meine Anträge bearbeiten. Dann sage ich, wann geht das? Ja, Freitag könnte das gehen, da habe ich frei. Gut. Dann machen wir die Prozedur mit der Trance-Einleitung, und dann kommt an einer bestimmten Stelle die Suggestion, die von ihm gewollte Suggestion, am Freitag früh um 7, wenn die Uhrzeiger auf 9 sind, dann stehst du auf, gehst ins Bad, machst deine üblichen Sachen und um 9:30 sitzt du am Rechner und machst einen Antrag. Dann schreibt er mir, eine Woche später, hat wunderbar geklappt, ich bin kurz vor der Zeit aufgestanden, ganz wach gewesen, bin ins Bad gegangen und dann habe ich mich aufs Klo gesetzt und habe auf den Rest vom Plan geschissen, weil mir klar wurde, Freitag ist mein freier Tag, da werde ich keine Anträge schreiben. Das heißt, der hat das gewollt, aber da war innerlich eigentlich ein Widerspruch da. Das passt ja nicht zu seinem Wertesystem, weil es wäre Wahnsinn, den einzigen freien Tag in der Woche auch nur mit solchen bürokratischen Dingen zu vermüllen, sozusagen. Ne? Das heißt, wenn das nicht stimmig ist, dann geht es nicht. Es war was anderes, wenn die Person, sagen wir, in ihrer Biografie sowas wie eine Abhängigkeit entwickelt hat und sich nicht wehren kann und dann möglicherweise nicht den Nerv besitzt, dem Hypnotiseur zu widerstehen. Und es gibt eben Laienhypnotiseure, jede Menge, die das missbrauchen. Die haben ein bestimmtes Konzept und das wollen sie der Person aufoktroyieren, und dann ist die Person möglicherweise traumatisiert und kann sich nicht wehren, weil sie gewohnt ist, dass sie eben gehorcht, weil sie sonst schlechte Erfahrungen gemacht hat, und dann würde er sie missbrauchen können. Das ist dann aber mehr ein Beziehungsproblem, weil der Hypnotiseur an der Stelle, also ein Laienhypnotiseur, das würde ein klinischer nie machen, das wird kein Therapeut machen, aber es gibt eben Laienhypnotiseure, die haben dann dieses Machtgefühl und wollen die Person zu irgendwas bringen. Der nutzt das dann aus, und wenn die Person eben aus Vorerfahrung dramatischer Art gelernt hat, dass sie nicht widersprechen darf, weil sie dann noch schlechter geht, dann macht sie das möglicherweise oder wehrt sich nicht dagegen. Hast du das schon mal so eine Story gehört? Ja, klar. Was da so passiert Ich war ist? ja Gutachter vor Gericht. Nicht? Ah, okay. Also mehrere könnte ich da erzählen. Ja. Also eine Story ist zum Beispiel, interessante Erfahrung, also die Frau hat häufig ist das so, irgendwelche Leute wollen in der Vergangenheit so Gedächtnislücken aufdecken, Erinnerungslücken. Dann googeln sie im Netz, Rückführungen heißt das dann meistens. Rückführung, sagen wir mal, in diesem Leben, nicht ins nächste, ins letzte, sondern auch nur in dieses Leben, in frühere Zeiten. Und dann hat sie eben einen Hypnotiseur gefunden, der macht Rückführungen. Und dann kommt sie dahin und dann ist das so, ich habe den ja kennengelernt, nicht? Also kräftiger, großer Mann, also richtig stark, nicht? 1,80, 1,90 und groß. Und dann macht er eben diese massive Hypnose, dass er die Frau hinstellt und dann sagt, meine Hände sind magnetisch, fällt hinten runter auf die Matratze, bumm. Und dann hat er gesagt, sie soll sich auf den Schoß setzen von ihm. Und dann hat sie gesagt, irgendwie ist das nicht so richtig und so. Und dann hat er angefangen, mit ihr zu fummeln. Und dann hat er zu ihr gesagt, du kannst ja gehen. Jetzt ist diese Frau aber eine SM-Frau. Da steht sie auch zu. Sie macht SM-Sex, also mit dem Partner. Nicht? Und in dieser masochistischen Haltung ist es in der Verabredung der sexuellen Begegnung mit dem Partner normalerweise so, dass sich unterwirft. Das gehört dazu. Die tauschen auch mal die Rollen womöglich. Nicht? Und dieser Mann hat das geahnt, nicht? Oder der wusste das auch. Und der hat es genutzt. Der sagt eben, die wird sich nicht wehren, weil sie eben das so gelernt hat, in so Begegnungen sich nicht aufzubäumen dagegen. Und Gott sei Dank hat sie es dann trotzdem getan, hat ihn angezeigt. Aber das ist dann richtig schwer an der Stelle. Nicht? Also das heißt, wenn jemand so eine Vorerfahrung hat, die ist ja nicht negativ in dem Fall, nicht? Aber es gibt auch traumatisierte Menschen, die eben auf diese Weise eben unterworfen werden von Hypnotiseuren, die eben keine wirklichen Therapeuten sind, sondern eben Laien sind, die irgendwie ihre Macht ausüben wollen oder keine Ahnung. Dann kann es sein, dass die Person sich zu spät wehrt dagegen.
Ich habe ja schon mal mit Michaela Huber hier im Podcast gesprochen und sie hat dann mal so von so einer Szene erzählt, wo wir über Täternetzwerke gesprochen haben, wo diese Täternetzwerke teilweise auch Hypnose angewandt haben, um die Opfer sozusagen gefügig zu machen. Hast du da auch schon mal eine Story gehört, du hast es ja gerade erwähnt, dass du Gutachter warst vor Gericht. Hast du da sowas auch schon mal mitbekommen? Also genau was. Von Täternetzwerken, die sowas strukturell anwenden? Ach so, nee. Also es waren immer nur einzelne Hypnotherapeuten, die das einzelne sozusagen Fälle, missbraucht haben. Genau, wo der Täter eben Laienhypnotiseur angezeigt wurde. Nee. Mhm. Du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass du auch viel zum Thema Ketamin in letzter Zeit geforscht hast und dass es dort viele Symbiosen gibt von der Hypnotherapie zur Ketaminzugabe beispielsweise oder auch anderen Psychedelika. Warum war dir das wichtig, das anzusprechen? Naja, weil das Interessante ist daran, dass in allen 3 Fällen, nämlich in der hypnotischen Trance, in den Träumen und in der Wirkung von Psychedelika dieselben Mechanismen in unterschiedlicher sozusagen Stärke auftreten. Nämlich genau dasselbe, dass diese übliche Informationsverarbeitung, dass alles mit der Vernunft abgeglichen wird und beim normalen Selbstbild abgeglichen wird, dass sie zurücktritt. Und das machen die Drogen in viel stärkerem Maße als die Trance und die Träume. Und das ist eben, diese Substanzen sind, Ketamin ist eine, aber Psilocybin ist eine andere oder LSD ist eine dritte oder Mescalin, haben alle die gleichen Mechanismen. Also man ist an der Stelle, man verliert sein Alltags-Ich. Man sagt auch Ich-Auflösung. Das kann für Menschen, also jetzt, wenn wir bei den Substanzen bleiben, bedrohlich sein, weil sie auch plötzlich dann die Orientierung verlieren. Aber es kann auch total befreiend sein, weil sie so wie so ein Reset machen können in dem Zustand. Und Ketamin ist eben aus 2 Gründen, ist eine starke Droge, aus zwei Gründen günstig, weil erstens ist die Anwendungszeit sehr kurz, 1 Stunde. Wenn so bei Psilocybin, bei den Pilzen brauchst du die ganze Nacht. Was passiert denn, wenn ich Ketamin nehme? Also was genau ist das für eine Substanz? Ich habe mal ich hatte mal vor 2 Jahren, hatte ich mal eine Partnerin, oder das war eher so eine Freundschaft plus. Und sie hat mir erzählt, dass sie ständig auf Partys Ketamin nimmt. Ja. Und das ist ja so ein Betäubungsmittel im Grunde genommen. Eigentlich ist ein Betäubungsmittel. Pferdebetäubungsmittel, richtig? Und ich fand das, ich bin da nicht tiefer eingetaucht, aber sie hat mir erzählt, dass sie das sehr regelmäßig am Wochenende nimmt bei solchen Techno-Partys, und ich bin da jetzt nicht tiefer reingetaucht, weil ich meine, ich habe gesagt, das ist ihre Sache, das war jetzt nicht meine feste Partnerin. Und von daher mal die Frage, was ist das? Und es scheint ja momentan auch ein ziemlicher Trend zu sein, wenn ich das so richtig sehe. Ja, das ist ein sehr angenehmer Zustand. Der ist eben so, der ist ja viel kontrollierter, als wenn du LSD nimmst. Da bist du ja für, ganzen Tag weg, ne, weggebeamt. Oder auch bei Mescalin oder auch bei den Pilzen. Und Ketamin ist eben sehr gut dosierbar. Du schluckst es wahrscheinlich oder spritzt es oder sprayst es und dann bist du für 1 Stunde weg oder 2. Ne? Und das ist viel besser kontrollierbar. Aber es ist eben so, dass es dieser Zustand der Losgelöstheit, nicht? Also der Ich-Auflösung, dass du die Dinge nicht mehr so in dem üblichen Rahmen abgleichst, überprüfst, ob es richtig und kritisch, und das fällt dann weg. Und diese Lockerheit ist eben total angenehm. Aber es ist ein bisschen bedenklich, wenn sich das mischt mit anderen Sachen, wie Alkohol zum Beispiel. Ne? Oder auch noch MDMA dazu oder so, was ja auch gemacht wird. Okay, also du hast gesagt, es gibt diese verschiedenen Substanzen, wie zum Beispiel auch LSD und so weiter und so fort, und die alle haben aber irgendwo dieselbe Wirkung, und zwar die, dass wir uns sozusagen von unserem Ich ablösen. Ja, genau. Das Ich tritt in den Hintergrund und es wird so ein bisschen mehr, das kann man auch neurologisch nachweisen, im Gehirn Chaos erzeugt. Und Chaos heißt ja eigentlich, dass nicht alles mehr festgelegt ist, sondern diese alte Ordnung, mit der du dich normalerweise gut orientieren kannst, die ja auch sehr nützlich ist, löst sich auf, vorübergehend. Und der entscheidende Punkt ist, es kann sich dann sozusagen neu konfigurieren. Also wie zum Beispiel die Frau mit der Prüfung, da war ja eigentlich nur das Thema, wie mache ich die Prüfungsvorbereitung effektiv. Aber tatsächlich hat sie mehrere Dinge in ihrem Leben damit vernetzt. Weil es eben der Gedankenfluss oder der Bewusstseinsstrom ist dann so flexibel und so offen, dass man plötzlich ganz andere Zusammenhänge sieht. Und kann dann entsprechend auch sich umorientieren. Und
Dinge eben anders sehen. Und das Entscheidende ist eben, man kann sowohl die Zukunft gewissermaßen vorwegnehmen in der Trance, man kann aber auch die Vergangenheit nochmal aufrollen und anders zu Ende führen. Und das ist eigentlich so, klingt so ein bisschen geheimnisvoll. Das kommt aber, das ist sehr wichtig, wenn man belastende Erfahrungen aufarbeiten möchte. Das kann man in Trance wunderbar machen. Man geht in dieselbe Situation unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen, dass die Person gut abgesichert ist und nicht dekompensiert. Geht in dieselbe Situation und führt sie einfach weiter. Es ist so, als würde an der Stelle, wo du meinetwegen einer Bedrohung ausgesetzt warst oder einem Unfall ausgesetzt warst oder einem Missbrauch ausgesetzt warst, dass du an der Stelle etwas nicht tun konntest, weil du gelähmt warst, weil du sozusagen außerhalb deines deiner Verfügungsmöglichkeiten über die Situation, die zu handeln oder sich zu erwehren, damals gewesen bist. Und in der Trance führst du das einfach weiter und versorgst das und damit führst du den sozusagen festgesetzten Affekt, was immer das ist, Trauer, Schmerz, Wut, führst du ab. Ein Beispiel. Immer ein Beispiel. Also, eine Frau ist in Russland aufgewachsen, sozialistisches System, und hat von 0 bis 4 Jahre so eine Zwangsernährung praktisch. Das war damals üblich, dass bestimmte Nahrungsmittel zu bestimmten Zeiten täglich 3-mal gestopft wurden. Ne? Und sie hat diese Szene, ich habe das gemerkt daran, dass sie immer, wenn es schwierig war, im Gespräch, jetzt vorweg erstmal, ne? Dass sie immer, wenn es schwierig machte, grimassierte sie so komisch. Ne? Ich denke, was ist denn, was haben Sie denn, habe ich gesagt. Das weiß ich nicht, aber es wird so eng. Und dann war eben die belastende Szene, die sich wiederholt hat über 4 Jahre, dass Papa hat ein Märchen erzählt und Mutti hat immer den Brei ihr sozusagen in den Mund gestopft mit einem Löffel. Und dann machst du was ganz Unwahrscheinliches. Du gehst in Trance mit der Person, also baust diese Szene wieder auf, das Kind und die beiden Eltern, und dann sagst du, und jetzt kommt ein Wesen, was genau weiß, was die kleine Olga braucht. Nämlich, es stellt sich dann dahin, sperrt die beiden Eltern ins Kinderzimmer, die sollen den Brei alleine essen, schließt ab und mit Olga geht sie dahin, wo Olga alles hat, was sie braucht. Spielsachen, Kinder, Tiere, Musik. Und es funktioniert. Und so kann man eben Dinge, die sozusagen stecken geblieben sind, emotional stecken, in der Trance auflösen. Das wäre die Vergangenheit. Ne? Oder die Zukunft eben, bevorstehende Krisensituationen so vorwegnehmen und so bahnen, dass du die da gewissermaßen problemlos durchstehst. Oder dass du eben sowas machst wie, ich esse nur einen Chip und dann werden die Chips gleichgültig. Oder ich mache um 22 Uhr den Fernseher aus. Wenn das stimmig ist. Ne? Aber wenn es eben nicht stimmig ist, dann funktioniert es auch nicht. Und das Ich ist, würde ich noch gerne mal kurz definieren, ist im Grunde genommen das, was wir über uns denken und was wir denken, wie alles zusammenhängt und die Welt funktioniert. Genau, also das Ich setzt sich aus ganz vielen Erfahrungen zusammen. Nicht? Also es gibt Erfahrungen als Kleinkind, so wie man sich bewegt und wie die Leute zu einem sind. Und dann allmählich wird es bewusst. Und dann hast du auch so ein narratives Ich, das sagt, ich bin ein Mann und ich bin eben meinetwegen Sportler und ich bin gut und ich bin ein Charmeur und so. Dann hast du so ein Selbstbild, was du aufbaust, was einerseits natürlich dich stabilisiert, aber auf der anderen Seite auch dich in so eine Rolle festlegt. Du bist eben der und so erscheinst du auch immer und das war auch erfolgreich, nicht? Aber es bleibt dann stehen. Es ist dann sozusagen nicht entwicklungsfähig. Und dieses Selbstbild ist eben etwas, was an der Stelle zurücktritt. Und dann merkst du, dass du noch ganz andere Optionen eigentlich hast im Leben. Brauche keine 3 Kinder und bin auch glücklich. Bei der Frau zum Beispiel. Ne? Ich nehme an, dass du selber auch viel hypnotisiert wurdest oder dass du das selber auch viel praktiziert hast. Was war eine deiner krassen Erfahrungen? Also normalerweise mache ich das ja so, dass ich jede Sitzung aufnehme als Audio und den Leuten mitgebe, damit sie es auch wieder hören können. Auch schon aus Kontrolle, damit sie nicht denken, ich habe irgendwas suggeriert, was sie vielleicht schaden könnte, was ihnen schaden könnte. Also man muss noch was dazu sagen. Also man kann in diesem Zustand einerseits eben psychische Probleme bewältigen. Man kann belastende Situationen auflösen, nachträglich korrigieren sozusagen. Man kann auf dich zukommende Krisensituationen so vorbereiten, dass du sie
glatt durchgehst und problemlos bestehst. Und du kannst aber auch zu deinem Körper einen ganz anderen Zugang haben. Weil wir normalerweise denken, wir können gar nicht unsere verschiedenen Systeme im Körper beeinflussen. Die sind ja auch normalerweise selbstständig. Nicht? Also Atmung kann man schon noch beeinflussen, Entspannung kann man auch noch so bewusst, aber zum Beispiel Immunsystem, Hormonsystem und die ganzen inneren Mechanismen kann man eigentlich nicht beeinflussen, denkt man. Nicht? Zum Beispiel Wundheilung. Und ein krasses Erlebnis war, dass ich beim Surfen einen Unfall hatte und es war ganz weit weg von irgendwelcher Stadt oder Krankenversorgung, eine große Wunde am Knie und die hätte eigentlich genäht werden müssen. Aber es war weit weg von allem. Da habe ich meine Hausärztin angerufen und sage, was mache ich da? Sagt sie, kannst du nichts machen, aber du machst dir eine eigene Trance, wo du diesen Heilungsvorgang, das heißt mir genau erklärt, wie das funktioniert, innerlich immer wieder vorstellst. Also dass da zum Beispiel Granulozyten kommen, die Wunden zumachen, da kommen die Makrophagen, die fressen die Bazillen weg und dann gibt es die Leukozyten, die sichern das ab. Und dann kommen irgendwelche Füllsel, die dann die Haut wieder zusammenwachsen lassen. Und diese Trance, die ich mir selber gemacht habe ich jeden Tag zweimal gehört. Über 3 Wochen und ist gut zugeheilt. Das ist die Ärztin zu Hause gesagt, das ist eigentlich gar nicht denkbar. Also man kann physische Vorgänge im Körper, physiologische Vorgänge fördern. Das heißt eben auch die Immunabwehr zum Beispiel. Bei Allergien beispielsweise. Nicht? Wenn eine Allergie überschießend reagiert, also wenn die Person überschießend auf Hausstaub reagiert, dann kannst du in der Trance die Allergiereaktion sozusagen unterlaufen, indem du die Immunmatrix, die irgendwann mal heil war, wo du auch einen Dachboden im Staub gespielt hast, wieder reaktivierst und mit der heilen Immunmatrix dann in die Situation gehst, in der Trance und den Staubsaugerbeutel einfach riechen kannst, ohne dass du eine Allergie kriegst. Das heißt, du kannst den Körper beeinflussen, dass er die richtigen Reaktionen zeigt. Die Wundheilung oder die gesteuerte Immunreaktion und das Aufhören der Erkältung, also all diese Dinge. Aber das hat mich überzeugt, dass es tatsächlich, was wir ja nicht denken. Wir denken ja nicht, dass wir die Wunde fördern können, dass das zusammenwächst. Nicht? Weil wir denken, das macht der Körper, da habe ich keinen Einfluss. Das stimmt aber nicht. Die Bilder, die wir mental haben, in der Trance für diese Grenze zwischen mentalen Bildern und physiologischen Prozessen wird so durchlässig, dass sich die umsetzen. Das ist ja krass, was du sagst, weil das verdeutlicht ja eigentlich auch das, was jeden Tag auf uns einwirkt, das, was wir jeden Tag selber denken, was uns unser Umfeld erzählt, was wir auf der Arbeit hören, was uns unsere Freunde erzählen, all das wirkt ja auf uns ein und hat wahrscheinlich dann sogar körperliche Auswirkungen. Ja, klar. Also ist ja so deine Haltung, deine innere Haltung, ist ja nicht nur eine innere Haltung, sage ich bin klein oder ich bin doof oder ich bin groß oder ich bin fantastisch, sondern wenn du das denkst und so permanent denkst, wiederholt denkst, dann reagiert dein Körper entsprechend mit der Körperhaltung zum Beispiel. Nicht? Und natürlich auch mit dem Immunsystem und mit dem Hormonsystem. Das heißt, also was du dir als Selbstbild oder als Bild auch wie Menschen auf dich reagieren, immer wieder vor Augen geführt hast, möglicherweise auch dann eben mal so erlebt hast, dass das tatsächlich gestimmt hat, aber du behältst es dann bei, als das ist das Normale, dann reagierst du reflexartig so und das kannst du eben in der Hypnose auflösen. Diese Alltagsreflexe, die zum Teil gut funktionieren, da brauchst du nicht auflösen, aber wenn sie toxisch sind zum Beispiel, nicht, dass du prokrastinierst, die alle Dinge nicht erledigst und zu lange fernsehst oder zu viel Chips isst oder in der Beziehung, also man kann eigenartige Sachen machen. Zum Beispiel, eine Frau hat folgendes Problem, sagt, ich habe eine gute Freundin, die wohnt nebenan und hat einen Laden. Und da ist der Mann gestorben. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt begegnen soll. Soll ich reingehen? Soll ich sagen, wie traurig? Soll ich munter sein? Soll ich es ignorieren? Ich bin völlig befangen. Und du sagst, was ganz eigenartig. Du gehst in Trance, sagst, morgen früh, wann wollen Sie rübergehen? Um 9. Morgen früh um 9 werden Sie wie ganz automatisch, Sie können sich gar nicht dagegen innerlich wehren. Gehen Sie rüber und Sie werden die Frau zum Lächeln bringen. Mehr sagst du gar nicht. Und dann kommt sie zurück, also schreibt mir dann, das ist ganz unglaublich, bin rübergegangen, war völlig unbefangen, wir haben uns wunderbar unterhalten, war auch nicht peinlich und ich fühlte mich ganz wohl.
Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Weil sie sozusagen diese Haltung aufgebaut hat und dann mit dieser Haltung dahingegangen ist. Also ist es im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Hypnose nichts anderes, als dass wir eine gewisse Haltung erzeugen, mit der wir dann in eine Situation zum Beispiel reingehen können. Ja, genau. Und das heißt aber auch zum Teil auch so Haltungen abbauen, nämlich Haltung von Peinlichkeit oder Unsicherheit oder was soll ich denn jetzt da machen? Ich meine, du weißt sowieso, was du machen musst im Grunde, aber du hast dann solche Vorstellungen, wie ein normativer Mensch sich am trauernden anderen gegenüber verhalten soll. Nicht? Dann Beileidsbekundung oder Zurückhaltung oder gar nicht hingehen oder so. Und das ist alles künstlich. Nicht? Im Grunde kann eine ganz normale menschliche Begegnung stattfinden. Und das ist dann wieder möglich auf die Weise. Ich glaube, oft sind die Sachen auch gar nicht künstlich, sondern einfach von außen auf einen einwirkend und man hat aber selber die Haltung nicht. Also zum Beispiel, mir fiel gerade eine Freundin ein, die in ihren 20ern sehr viel Aufmerksamkeit von außen bekommen hat. Und dann ist sie älter geworden und mittlerweile bekommt sie nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit von außen und dann hat sie selber ein Gefühl von sie ist nicht mehr so viel wert wie früher. Ja. Aber dabei hat sich ja eigentlich gar nichts geändert, aber die Auswirkung von außen hat sich verändert und das, weil sie selber keine Haltung dazu hat, ist sie so abhängig von dem Außen. Ja. Weil das ihr gewohntes Schema ist. Also nur wenn ich von außen diese Bestätigung kriege, diese Rückmeldung kriege, dass ich wunderbar bin, fühle ich mich innerlich stabil. Und im Grunde ist es sowas wie, dass da eigentlich was wie ein Entwicklungsschritt ansteht, dass sie mit einem älteren Ich sich auch wohlfühlen darf und kann. Und dazu muss sie wissen, wie ist das, nicht? Wie ist es, eben ein älterer Mensch zu sein? Und was ist in mir, was mich hält? Und bin ich auf die Außenwirkung so angewiesen? Wurdest du bei dir selbst schon mal damit konfrontiert oder durch Klienten und Klientinnen? Womit? Dass man mit seinem älteren Ich, dass man es besser annehmen kann? Das ist eine interessante Frage. Also wahrscheinlich lernt man ja permanent, wie man sich so nachjustiert, sodass man immer wieder doch genügend Rückmeldung kriegt. Und zunächst machst du es vielleicht so durch gutes Aussehen, sportliche Leistung oder so eben Symbole von Reichtum oder so, nicht? Und wenn das aber nicht mehr sozusagen geht, weil du entweder nicht diese Kohle hast, dir immer den guten Porsche zu leisten, oder auch merkst, dass eben dein Körper nicht mehr diese sportliche Form hat, oder auch diese Leistung bringst, dann musst du ja zu einem neuen Selbstbild finden. Und das Entscheidende ist ja, dass man in der Art, wie man auftritt, nicht eine Rolle spielt, obwohl das gut funktionieren kann. So Rollen können da super gut funktionieren, nicht, wenn die gut eingeübt sind. Sondern entscheidend ist ja, dass du, wenn du mit dir und auch wenn die anderen mit dir sozusagen stimmig sind, dann musst du irgendwie authentisch sein. Das heißt authentisch, du musst überzeugt sein von dem, was ich jetzt tue, sage, wie ich hier auftrete. Stimmt das für mich? Und dann gibt es natürlich Dinge, die dich davon abhalten. Weil du sagst, oh, ich müsste eigentlich vielleicht eleganter sein oder stärker auftreten. Und dann musst du gucken, was hält dich davon ab. Was du sozusagen in der jugendlichen Fassung, die wir vorhin gerade besprochen haben, von alleine funktioniert hat, weil einfach das so attraktiv macht, wenn man jung ist. Ne? Und jetzt musst du gucken, was ist es, was ich in mir habe, worauf ich mich zurückziehen kann, dass ich mit mir selber stimmig bin und kann das auch so darstellen, dass die anderen entsprechend eine Rückmeldung geben, aber nicht auf meine gut eingeübte Rolle, sondern auf meine authentische Art, mich darzustellen. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Also du bist einfach glaubhaft dann. Mir kam gerade der Gedanke, dass das Leben zwingt einen, glaube ich, sogar dazu, irgendwann sich zu zeigen. Wenn du die Kurve kriegst. Weil ich habe mir das gerade sehr, sehr bildlich vorgestellt, wo du es erzählt hast. Ja? Nehmen wir mal an jetzt, ein junger Mann
sehr attraktiv, bekommt zum Beispiel sehr viel Aufmerksamkeit von den Frauen um sich herum, als Beispiel. Ja. Dann merkt er mit der Zeit, er wird älter, keine Ahnung, und er bekommt diese Aufmerksamkeit nicht mehr und das fühlt sich für ihn vielleicht wie ein Mangel an. Ja. Und dann hast du das so gerade erzählt, dann versucht er das vielleicht zu kompensieren durch Symbole des Reichtums, durch besonders viel Sport treiben, um noch attraktiver zu erscheinen, sich überaus pflegen und so weiter. Und dann merkt er aber trotzdem an einem Punkt irgendwann, ich kann das nicht mehr halten. Ja, genau. Ich kann nicht jeden Tag zum Sport, ich kann nicht mir ständig neue Autos kaufen und so weiter und so fort, jetzt nur als Beispiel. Ja, klar. Das heißt, du versuchst etwas aufzuhalten, was du ja nicht aufhalten kannst. Ja. Weil das Leben ist Ja, so, genau. dass es weitergeht. Ja, genau. Du kannst dich dagegen nicht wehren. Das heißt, irgendwann musst du dich dem hingeben und diese Hingabe kommt ja früher oder später, ich denke mal spätestens mit dem Tod. Und die Hingabe ist jetzt das, was ich gerade sehe, vielleicht dann das authentische Selbst zu entdecken. Dass du sagst, ich meine, dazu gehört aber ganz viel. Wenn du zum Beispiel, wenn wir mal den Prozess des Älterwerdens, ne? Wenn du immer noch so denkst, das hätte ich eigentlich auch noch werden müssen und wenn ich mir Mühe gebe, kann ich es jetzt so erreichen, eine bestimmte Fitnessform oder eine bestimmte Kompetenz in irgendeinem Sport oder vielleicht auch irgendwie soziale, sagen wir, Prestige zu gewinnen, soziales Prestige zu gewinnen. Wenn du immer denkst, oh, das hätte ich eigentlich längst erreichen müssen, aber wenn ich mir Mühe geschafft, das jetzt auch noch, obwohl ich schon 60 oder 70 bin, dann hängst du ja dem nach, was eigentlich schon vergangen ist und kannst dich nicht damit sozusagen anfreunden, dass es nie geklappt hat in dem Ausmaß, wie du es wolltest und dass es jetzt auch zu spät ist. Und dass es eigentlich was anderes geben muss, auf das du sozusagen dein Ich aufbauen. Nämlich das, was du wirklich bist. Vielleicht deine, keine Ahnung, deine Ehrlichkeit oder deine Robustheit oder dein Humor oder auch deine Fähigkeit, Verfall zu ertragen. Körperlichen zum Beispiel. Alt werden zu ertragen. Also man könnte es fast Würde nennen oder so, wenn man ein bisschen pathetisch sagt, aber und sich damit zurechtzufinden, dass es so ist, wie du schon gesagt hast, man stirbt, dann ist sowieso sozusagen die letzte Hingabe an das, dass man nicht mehr das geworden ist, was man vielleicht mal war oder nicht mehr das ist, was man war. Und insofern ist es nicht ganz einfach. Du musst in deinem Leben schon irgendwie immer so dran geblieben sein. Das war gut, das wollte ich auch. Und wenn ich nicht mehr erreicht habe, dann hat das seine Gründe und vielleicht habe ich dann was anderes, was ich gut finde. Und wenn du aber immer dem nachhängst, was du eigentlich hättest werden wollen, dann kommst du da nicht hin. Dann bleibst du bei dieser Fassade, die immer mehr bröckelt. Und dann auch nicht mehr authentisch wirkt natürlich. Ne? Ich hatte gestern Veit Lindau hier und wir haben tatsächlich auch kurz darüber gesprochen und dieses Gefühl, Dingen hinterher zu rennen oder aufrechtzuerhalten, die aber gegen das Leben eigentlich sind, wie zum Beispiel, dass der Körper älter wird, ist ja auch keine Freiheit. Weil du kämpfst die ganze Zeit für etwas und du musst es die ganze Zeit irgendwie aufrechterhalten. Veit hatte das Beispiel genannt von einem Mann, der das Gefühl hat, er muss die ganze Zeit irgendwie mit verschiedenen Frauen schlafen. Und er denkt ja, also er hat über offene Beziehungen gesprochen und dieser Mann denkt ja, das wäre Freiheit. Also er hat von sich selbst auch gesprochen, dass er mal mit seiner Frau Andrea mal so eine offene Beziehung geführt hat und danach aber wieder ins Monogame gegangen ist, weil er gemerkt hat, er lebt die Freiheit dadurch nicht, sondern die Freiheit ist einfach mit dieser Energie, diesem Eros gut umgehen zu können. Aus seiner Sicht. Und jetzt kommen wir mal zurück zum Ich, was ja wesentlicher Bestandteil der Hypnose ist, was du gesagt hast. Vielleicht ist das Ziel oder vielleicht ist es so, dass sich das Ich ja immer weiterentwickelt im Leben und die Hypnose ist eines von vielen Tools, um dieses flexibel zu halten. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, genau. Also gerade wenn du den Mann nimmst, der eben sein Selbstbild auf Verführung und auf Erfolg bei den Frauen aufgebaut hat, merkt dann, dass er nicht mehr so die Ausstrahlung hat, die er gerne hätte
Und dann merkt er dann irgendwann, dass er eigentlich da fixiert ist auf etwas, was gar nicht mehr von innen kommt, sozusagen. Eine Zeit lang ist es vielleicht von innen gekommen, nicht? Weil es auch leicht fiel. Aber das hat ihn eben so fixiert, dass es halt die einzige Möglichkeit ist, mein Selbstbild und mein Selbstwert zu stabilisieren, der aber dann aufgrund der Veränderung im sozialen Bereich oder auch im körperlichen Bereich nicht mehr stimmig ist. Und wenn er dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe sehr viel nicht erreicht, also ich habe da falsche Entscheidungen getroffen, die sind auch nicht revidierbar, weil ich jetzt zu alt bin, dann kann es sein, dass ihm das sehr nachhängt, nicht? Weil er, die Frau hätte ich noch und die Frau hätte ich noch und da hätte ich die Chance gehabt. Und so. Und wenn es aber nie genug war, sondern eigentlich immer noch hätte mehr sein können und es ihm wichtig gewesen wäre, dann wird er möglicherweise darunter leiden, dass er dann doch nicht mehr das nachholen kann, was er leider irgendwann verpasst hat. Das gibt es natürlich auch, nicht? Aber so wie du es gerade schilderst, hat er vielleicht so das gelebt, das war authentisch und irgendwann war es auch nicht mehr authentisch. Und dann ist er zu einer anderen Form übergegangen. Das war dann wieder authentisch, weil es stimmig war. Anhand dieser Beispiele, was denkst du, hilft uns, abgesehen von der Hypnose, unser Ich flexibel zu halten? Ich glaube, wichtig ist, dass du immer darauf achtest, dass du möglichst viel von dem tust, was dir auch am Herzen liegt, was dir wichtig ist. Und dich nicht so darauf vertröstest, ich mache jetzt mal das alles, was erledigt werden muss, meine ganzen Verpflichtungen, und nachher wird da schon irgendwie die Freiheit kommen, die ich dann leben kann. Dann liebst du ganz lange Strecken deines Lebens unstimmig eigentlich, im Widerspruch zu dir selber. Du wolltest nicht so viel rackern oder du wolltest nicht diesen Job machen, aber das hast du doch gemacht, weil eben die Kohle gestimmt hat oder so, nicht? Und wenn du es ganz lange machst, immer mit der Hoffnung, mit dem Selbstversprechen, wenn ich das dann alles sozusagen ins Trockene, den Schäflein ins Trockene gebracht habe, dann bin ich frei. Aber du hast schon einen großen Teil deines Lebens eigentlich vertan, weil man kann ja bestimmte Dinge nur in bestimmten Phasen des Lebens tun. Ne? Es gibt so ein schönes Gedicht von Luis Borges, der am Ende seines Lebens gesagt hat, so unter anderem, wenn ich noch mal leben könnte, ich wäre mehr barfuß gegangen. Also mehr mit Kindern gespielt oder mehr in Flüssen gebadet. Also lauter so Quatsch, weil er sagt, das Leben besteht eigentlich aus Momenten. Und wenn du diese Momente immer rausschiebst, ne, oder gar nicht wahrnimmst, weil du also beschäftigt bist, was muss ich als nächstes tun und war das auch richtig und habe ich genug Geld verdient und so. Und das, was du erinnerst in einem Rückblick, sind wirklich nur Bilder von Momenten. Die Begegnung mit irgendeiner schönen Frau, ja. Dieser Berg oder dieses Tal oder keine Ahnung oder dieses Tier oder dieser Ritt oder die Bilder bleiben hängen, nicht die Leistungen, die du gebracht hast. Deine Zeugnisse an der Wand, die erinnerst du kaum. Aber du erinnerst, dass das eine tolle Begegnung war. Oder auch eine gefährliche vielleicht, ne? Oder eine herausfordernde. Aber diese Momente, die du erlebt hast, und wenn du darauf mehr achtest, dass du den jetzigen Moment erstmal begreifst, was der für dich bedeutet und dass du ihn möchtest. Natürlich kannst du nicht immer nur nach Lust und Laune leben, das geht natürlich nicht. Aber wenn du dein Leben überfrachtest mit Dingen, die du eigentlich nicht tun möchtest, weil du denkst, das gehört einfach dazu, damit ich sozusagen gewisse Sicherheit im Leben irgendwie kriege, ne? Dann verpasst du das Leben im wahrsten Sinne des Wortes und das kannst du später, bedauerst du das dann. Ne? Und also möglichst viel, klingt ein bisschen albern, aber möglichst viel von dem tun, wo du auch im Herzen dabei bist, was dir Spaß macht und nicht rauszögern, dass du ganz lange was machst, was du eigentlich nicht machen möchtest. Und ich finde, das passt auch gut zu dem Hypnose-Thema, weil wir haben ja gerade auch eine Vorbereitung gemacht. Wir wollen ja gleich noch eine Hypnose zusammen machen. Und du hast mich nach Momenten gefragt, die mich besonders gut haben fühlen lassen. Ja, stimmig. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Es sind manchmal diese ganz banalen Momente. Ich habe dann zum Beispiel den Moment genannt, wo ich einfach mit dem Opa mal schwimmen war. Das ist Ewigkeiten her, aber es war total schön. Ja. Und was das zeigt, es einem, diese Momente, egal wie banal die vielleicht für außenstehende Personen scheinen, können einem extrem viel Kraft geben. Ja, genau. Und können auch ein Anker sein der Sicherheit, der Stimmigkeit, des Wohlwollens. Und wenn wir die verpassen, so wie du es gerade gesagt hast,
Dann haben wir die einfach nicht. Dann haben wir lauter Momente, wo du nicht richtig warst, wo du nicht wirklich richtig warst, wo du dich bemüht hast, was zu sein und es hat wieder mit dir übereingestimmt und vielleicht war es im Außen noch ganz schön erfolgreich, aber auch nicht wirklich. Und also das Gefühl, richtig zu sein, das taucht so oft auf in Therapie. Nicht? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht richtig. Und dann, das sagt mir auch jemand, oder er fühlt sich so. Das heißt also, wenn du zu diesem Teil vorstoßen kannst, und das kannst du in der Trance eben gut machen, dass du in dir diesen Kern hast, diesen Teil von dir, der eben immer da war und der auch immer reicher wurde natürlich, wo du dich mit dir selber völlig einig gefühlt hast. Dann brauchst du auch nichts von außen an der Stelle. Dann musst du auch nichts tun, um sozusagen dein Selbstbild aufzupäppeln, sondern du stimmst, das ist einfach stimmig für dich so. Nicht? Und dann bist du so stark, das klingt das fast so ein bisschen magisch, und bist du so stark, dass du der Herausforderung gewachsen bist. Das heißt, im Grunde genommen, was man in der Hypnose macht, ist auch immer wieder mit diesem Teil in Kontakt zu kommen, mit dem wir aus meiner Sicht im Alltag ja selten in Kontakt kommen, weil wir sind so eingebunden in die Arbeit und in Verpflichtungen und in Dinge, die wir glauben müssen, die wir noch tun müssen. Ja, genau. Und in Programme, nicht so? Richtig. Ja. Und die Hypnose ist eigentlich ein Tool, wo man sich wirklich aktiv Zeit nehmen kann, nochmal mit diesem Teil von einem in Kontakt zu kommen und vielleicht, und das hast du ja vorhin so schön beschrieben, kommen Dinge auf oder kommen vielleicht auch Gefühle auf, die wir vorher nicht kannten und die uns sogar zeigen, okay, es war eigentlich gar nicht das Problem, dass ich etwas die ganze Zeit aufschiebe, sondern das Problem stammt von ganz woanders. Ja. Und eigentlich ist das tiefer liegende Problem ein ganz anderes. Ja. Genau. Also, es ist nicht so, dass du, sagen wir so, normalerweise kommst du mit deinen Konstrukten über deine äußere Wirkung beispielsweise oder deine Erscheinung oder auch dem, was du so als Konzept für richtig und falsch hast, kommst du gut durch die Welt. Das ist nicht etwa für die Katz, ne? Im Gegenteil, das hat sich ja auch geformt und ist verstärkt worden und ist abgeschliffen gewissermaßen. Aber je länger du mit diesen Konzepten lebst, die sich so gut bewährt haben, desto mehr bist du auch eingesperrt in diese Art von Richtlinien, die du dir selber gegeben hast oder die dir im Leben auch sozusagen zunächst als erfolgreich so sich erwiesen haben. Und wenn du aber einen Schritt weitergehen möchtest, zum Beispiel wenn du älter wirst, aber das ist ein geringer Punkt, oder wenn du einen neuen Beruf haben möchtest, nicht? Oder einen neuen Ortwechsel machst oder eine neue Beziehung, dann möchtest du ja aus diesem aus diesen selbstbestimmten Richtlinien, was richtig und was falsch ist, was gut und was schlecht ist, rauskommen, um eben freier zu werden. Und an der Stelle ist es gut, wenn man diesen Zustand erreicht, wo man loslassen kann. Und das macht es. Lass uns jetzt mal gemeinsam in diesen Zustand gehen. Also du bist heute der Hypnotiseur und ich bin der Hypnotisierte des Loslassens. Wir haben ja zuvor was vorbereitet. Möchtest du vielleicht noch mal kurz erklären, damit die Zuschauer auch verstehen, was wir da vorbereitet haben, damit die da auch mitgenommen sind und dann können wir in die Hypnose zusammen gehen? Ja, können wir gerne machen. Also, man würde folgendermaßen vorgehen. Ich würde dich fragen, oder ich frage dich jetzt auch, es gibt eine bestimmte Situation, die du als Herausforderung empfindest und die gut bewältigen möchtest. Sozusagen in Bestform. Und ich erkläre dir einfach, du hast diese Bestform, aber die ist nicht immer zugänglich. Und das Modell dazu ist eben die Allergieforschung, wo du sagst, wenn du eine Hausstauballergie hast, dann reagiert dein Immunsystem falsch. Aber in deinem Gehirn ist das richtige Immunsystem mit den richtigen Einstellungen der Parameter noch vorhanden. Und du kannst es in der Hypnose wieder aufdecken, indem du in die Situation gehst, wo du meinetwegen Staub ausgesetzt warst, wie man wegen als Kind auf dem Dachboden oder so und gewühlt hast und überall war Staub und dann nicht allergisch reagiert hast. Und indem du zurückgehst in der Trance und die Situation ausgräbst gewissermaßen, kannst du die heile Immunreaktion wieder reaktivieren und dann kann ich dir den Staubsaugerbeutel vor die Nase halten, du hast keine Reaktion. Das ist das Modell. Dasselbe trifft jetzt auf unser Selbst zu. Wir haben ein heiles Selbst. Und das glauben wir manchmal gar nicht, weil wir uns nicht richtig finden oder so. Nicht? Aber wir haben das und das ist leider manchmal ein bisschen verschüttet. Und das würden wir gewissermaßen wieder zugänglich machen, wie mit so einer Drainage. Deswegen würde ich fragen, als erstes brauche ich von dir die Information, was ist für dich innerlich ein Ort, an dem du dich gut mit dir selber befassen könntest, wo du in der Fantasie hingehen kannst?
Das muss kein realer Ort sein, Nee, richtig? kann eine Fantasie sein. Ich sehe hinter mir einen Wald und vor mir aber so eine flache Wiesenlandschaft. Ja. Die Sonne scheint und in der Ferne sehe ich so ein kleines Dorf. Es ist sehr friedlich, ich bin da relativ alleine. Wunderbar. Und das wäre sozusagen der Ausgangspunkt, von dem aus du diese innere Betrachtung anstellen kannst, dann in der Trance. Ne? Das Zweite ist, ich würde dich fragen, was ist jetzt sozusagen in der nächsten absehbaren Zeit ein Stresspunkt, ein Stressmoment, den du gerne als Herausforderung wahrnimmst, aber gut bewältigt möchtest? Wie es einige schon wissen, ich gebe in den kommenden Wochen zum ersten Mal meine Live-Podcast-Tour. Ich freue mich übrigens, wenn ihr kommt. Und das ist für mich eine sehr neue Herausforderung, wo ich eine gewisse Unsicherheit habe auch. Wie wird es sein, vor 500 Leuten auf der Bühne zu stehen teilweise und vielleicht nicht in Topform zu sein? Mhm. Also ich stelle mir vor, ich muss einen inneren Film haben. Ne? Das Publikum, 500 Leute, ist eine Bühne und du sitzt einer Person, mit der du den Podcast machst, gegenüber. Richtig. Gut. Und das ist der Moment, wo du also in Bestform sein möchtest, ne? Wo du Zugang zu diesem heilen Selbst haben möchtest. Jetzt brauchen wir sozusagen eine Drainage. Also, und da würde ich dir einfach fragen, aus deinem Leben irgendeine Situation, die nichts mit solchen Präsentationen zu tun haben muss, wäre gar nicht gut, wenn es so wäre. Eine Situation, in der du dich vollkommen mit dir stimmig gefühlt hast. Ich sehe eine Situation, wo ich vor einigen Jahren mal in Griechenland war und sehr zufällig ein paar andere Reisende kennengelernt habe. Und das war in Santorini an einem Freitagabend am Pool. Und es war sehr, sehr spontan und keiner hat damit gerechnet. Mhm. Und wir hatten aber eine sehr gute Verbindung dort. Und wir sind dann tatsächlich auch noch danach eine Woche zusammen gereist, sehr spontan. Wir kannten uns nicht. Und dieser Moment, wo ich da am Pool saß, es war abends, der Pool hatte geleuchtet, wir waren bekleidet, aber haben uns einfach nett unterhalten, hatten uns noch einen Drink geholt. So eine Männerrunde. Ja. Und es hat sich alles sehr verbunden und stimmig angefühlt. Ja, toll. Aber das wäre so eine Situation, wo du ganz mit dir stimmig warst, wo nichts gefehlt hat. Richtig. Ja. Nehmen wir noch eine dazu, damit es ein bisschen vollständiger wird. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du auch, das kann ganz lange zurückliegen, in der Kindheit sein, auch wenn du willst, wo du auch so ganz, da war alles richtig. Ich erinnere mich auch an eine andere Situation, wo ich hatte damals so eine Hüftkrankheit und mein Knochen war ein bisschen deformiert als Kind und den einzigen Sport, den ich machen konnte, war das Schwimmen. Mhm. Und da hat mich dann damals mein Opa, obwohl er arbeitstüchtig war, ist er immer noch von einer anderen Stadt, von Bottrop nach Bochum gefahren, fast eine Stunde, um mit mir dann schwimmen zu gehen. Und ich erinnere mich an einen Abend, wo wir zusammen im Schwimmbad waren, auch mit meiner Schwester zusammen und einfach im Wasser gespielt haben. Toll. Und das war auch ein sehr leichter Moment. Ja, toll. Gut, also jetzt nimm diese beiden, mach mal kurz die Augen zu. Vorweg jetzt, das ist noch keine Hypnose, sondern mach die Augen zu und geh nochmal in die beiden Situationen rein. Also du bist in Santorini mit dieser Männergruppe am Pool und es hat sich diese besondere Atmosphäre der Stimmigkeit und der Verbundenheit entwickelt. Und wenn du da innerlich bist, nick kurz, dann weiß ich, dass du da bist. Und mach dir kurz klar, wo im Körper du das spürst, also in der Brust oder Bauch. Kannst du hinfassen, wenn du magst, genau. Und Schnitt. Und jetzt geh in die Situation, du bist eigentlich mit dem Knochen so ein bisschen also fragil geworden und kannst nur schwimmen und das ist ganz toll. Und der Opa ist bei dir und ihr seid in diesem Schwimmbad. Und nick wieder, wenn du da bist. Das ist noch keine Hypnose. Gut. Prüfe auch wieder, wo du das spürst, wenn du dich da reinbegibst in der Fantasie. Also vorher war es in der Brust, jetzt ist es im Bauch. Wunderbar. Okay, jetzt haben wir so 2 Zugänge. Und jetzt wollen wir das Ganze sozusagen wie so eine Art Cocktail miteinander vermengen. Also wenn du nochmal durch die beiden Bilder gehst, du in Santorini mit der Männergruppe und dann Schnitt, du dann mit deinem Opa am Schwimmbad, finde mal für das Lebensgefühl, was sich aus diesen beiden Situationen spürbar wird, finde mal eine Farbe dafür. Eine Farbe ist immer gut, weil so emotional Verbindung herstellt. Was für eine Farbe würde passen? Blau. Blau. Also das Blau ist sozusagen jetzt diese Farbe, die dieses Lebensgefühl, was aus diesen beiden Situationen und vielen anderen, die wir nicht genannt haben,
resultiert. Und jetzt wäre es gut, wenn du noch ein Symbol hättest, meinetwegen ein Gegenstand oder ein Objekt, ein Stück Textil oder auch ein Stein oder kann auch ein Auto sein, völlig egal. Ein konkreter Gegenstand, der auch damit irgendwie verbunden ist mit diesem Richtiggefühl, mit diesem Stimmigkeitsgefühl. Vielleicht meine Badehose. Deine Badehose. Und wie sah die aus? Ich sehe gerade eine blaue. Ich weiß nicht, ob es die blaue war, aber ich sehe gerade eine blaue. Das ist wunderbar. Also haben wir sozusagen ein Symbol, was dieses Lebensgefühl in knapper Form, also ganz zusammengefasst eben zugänglich machen kann. Und jetzt würden wir das mit der Trance sozusagen nutzen, um dich in die Situation zu führen, wo du diese Präsentation, die du machen musst, vorwegnehmend durchläufst und mit dem vollkommen gelösten und stimmigen Gefühl dann da eintrittst, was dann automatisch gewissermaßen wie ein Reflex eintritt. Mhm. Jetzt kurz zur Erklärung. Wir ersetzen eigentlich einen Reflex, der normalerweise eintritt, wenn wir eine Präsentation haben, dann denken, oh, geht das gut oder so. Ne? Den Reflex, der ist blöd, ne? Aber der tritt eben ein, weil wir vielleicht auch solche Vorstellungen haben. Ersetzen wir durch einen anderen Reflex, nämlich, dass du vollkommen gelassen bist an der Stelle und dich richtig fühlst. Ne? Mhm. Gut, jetzt kommt die Trance-Induktion. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde Folgendes vorschlagen, weil du das auch selber machen kannst. Wir machen einen Trockendurchgang. Die Einladung besteht darin, dass du deine Hand anschaust, mach das mal, und deine Handlinien fixierst, um ein bisschen den Blick sozusagen zu konzentrieren. Und dann ist alles noch Trockendurchgang. Hol mal tief Luft beim nächsten Einatmen, halt die Luft an und dann führ die Hand schnell auf die Augen zu. Ausatmen, Lider schließen und den Finger zwischen die Augenbrauen drücken, als wenn er da festgeklebt wäre. Alles noch Trockendurchgang. Und dann lässt du ihn. Und dann den Rest erkläre ich dir dann während der Einleitung. Ist das der Ablauf klar? Mhm. Gut. Das nehme ich jetzt auf und schick's dir nachher. Mhm. Und die Zuhörerin kann das auch so mitmachen? Oder macht das dann jetzt keinen Wir können das auch machen, ja. Okay. Aber das ist ja nur für dich. Okay. Also, nimm den Augenblick Zeit, zunächst mal deine Haltung so einzurichten, dass du bequem sitzt. Kannst alles verändern. Und achte nur auf die Atmung. Augen schon geschlossen, oder? Sage ich dir gleich. Okay. Also nimm eine bequeme Haltung ein. Schau, ob du gut sitzt, deine Hände irgendwo ruhen, deine Füße Kontakt zum Boden haben. Achte nur auf die Atmung. Für einen Moment kannst du auch die Augen offen halten. Irgendeinen Punkt auf dem Fußboden oder an der Wand erstmal als Ruhepunkt nehmen. Und dann nimm deine Hand, die eine Hand vor die Augen, 20 Zentimeter, atme tief ein und halt die Luft. Und dann führe die Hand schnell auf die Augen zu, schließe die Augen, atme aus und drücke mit deinem Mittel- oder Zeigefinger auf den Punkt zwischen den Augenbrauen und lass ihn dort. Und achte nur noch auf das Ausatmen jetzt. Und beim nächsten Ausatmen, lass dein Kinn ganz langsam ein bisschen auf die Brust sich neigen, als würdest du bei dir selber ankommen. Immer noch der Finger oben. Und dann achte auf das Ausatmen, wie du beim Ausatmen spürst, dass der Schultergürtel einsinkt, dass dein Kopf sich neigt. Und dann stell dir vor, dass deine Hand, die oben an der Stirn klebt, sich beim Ausatmen millimeterweise lösen kann, und zwar in dem Maß, wie du tiefer eintauchst in einen Zustand von Entspannung. Stell dir vor, deine Hand ist wie ein Blatt, was millimeterweise nach unten schwebt, und du kannst mit jedem Ausatmen weiter und tiefer einsinken in den Stuhl, in die Unterlage,
tiefer und tiefer einsinken in deine eigene Versunkenheit und spüren, wie mit jedem Ausatmen alle überflüssige Spannung aus deinem Backen, aus deinen Wangen, aus deinem Hals, aus deinem Kiefergelenk nach unten abfließt. Tiefer und tiefer. Mit jedem Millimeter, die du tiefer eintauchst in diese Entspannung, kann deine Hand langsam nach unten schweben, wie ein Blatt, was sich senkt. Im Herbst, was sich löst, genau. Tiefer und tiefer und tiefer. Und ich zähle von 1 bis 10. Und mit jeder Zahl kannst du mehr und mehr alle Oberflächenspannung deines Körpers, die du nicht brauchst, aus den Wangen, aus den Schultern nach unten abfließen lassen. 1. Tiefer und tiefer. Bis du beginnst zu merken, dass deine Hände schwerer geworden sind. 2. Die kleinen unwillkürlichen Bewegungen können dir zeigen, dass du in einem Übergangszustand dich befindest. 3. Tiefer und tiefer, bis du merkst, dass deine Beine schwerer geworden sind. 4. Tiefer und schwerer eintauchen in deine eigene Entspannung, die allmählich dann in eine Trance übergeht. 5. Bis du beginnst zu merken, dass deine Beine schwerer und schwerer geworden sind. 6. Weiter und tiefer. Bis du merkst, dass deine Arme schwerer geworden sind, deine Beine schwerer geworden sind. Du das Gefühl hast, einzusinken in diesen Stuhl, in deine eigene versunkene Innenwendung. 7. Tiefer und tiefer. Bis du beginnst zu merken, dass die Unbeweglichkeit deines Körpers dich mit deiner inneren Stille in Berührung bringt. 8. Weiter und tiefer. Bis du beginnst zu merken, du würdest jetzt nicht mehr aufstehen wollen, weil dieser Zustand, ganz bei dir angekommen zu sein, genau das ist, was du im Moment brauchst. Weiter und tiefer. Weiter und tiefer. 9. Und den letzten Schritt kannst du allein tun. So tief entspannt, wie es für dich gut ist. Und allmählich übergehend in eine Trance, in der du vollkommen selbstvergessen dich dem überlässt, wo deine Gedanken hingehen. Und nimm dir einen Augenblick Zeit, diesen Ort auf der Wiese mit dem Wald im Rücken aufzusuchen, mit dem Blick auf das Dorf. Und finde heraus, was daran so viel Geborgenheit und Ungestörtheit vermittelt. Der Wald im Rücken, die Wiese, der Geruch der Gräser, die Farben der Gräser, der Blick in die Ferne, das Dorf in der Entfernung ganz hinten. Was von dem gibt dir genau das Gefühl, vollkommen sicher, ungestört zu sein? Und achte drauf und lass es in dir spürbar werden. Tiefer und tiefer. Und dann stell dir vor, auch wenn es eigenartig ist, dass dort ein Bildschirm ist, auf dem gleich eine kleine Szene erscheint, die du kennen wirst. Lass ihn langsam hell werden. Und du siehst eine Szene, du auf der Bühne
mit der anderen Person und unten das Publikum. Und dann lässt du es wieder verblassen. Und bist wieder auf diesem Wiesenrand am Wald mit dem Blick auf das Dorf. Und kannst ein bisschen tiefer eintauchen in diesen Zustand vollkommener, selbstvergessener Versunkenheit. Genau. Sehr gut. Und dann kannst du den Bildschirm noch mal heller werden lassen. Und du siehst wieder die Szene auf der Bühne, du und die andere Person und unten das Publikum. Und jetzt hast du links neben dir diese Badehose, die du gut kennst, in diesem bestimmten Blau. Und schau sie dir an. Und stell dir vor, dieses blaue Licht, was diese Badehose ausstrahlt, kannst du ganz in dir aufnehmen. Erfüllt deinen ganzen Füße, Beine, Rumpf, Arme, Nacken und Kopf, deinen ganzen Körper. Ganz erfüllt von diesem bestimmten blauen Licht, von dem strahlenden blauen Licht, was dich ganz erfüllt. Und keine Ecke unausgeleuchtet lässt. Überall bist du erfüllt von diesem unglaublichen Licht, was dich verbindet mit Opa am Pool, am Schwimmbad, was dich verbindet mit der Männergruppe in Santorin. Und dann siehst du die Szene auf dem Film, auf der Leinwand. Und du gehst in diese Leinwand rein, erfüllt von diesem blauen Licht, was dich verbindet mit Opa am Pool und mit der Männergruppe in Santorin. Und du sitzt auf dem Stuhl und dir gegenüber die andere Person. Und unten das Publikum. Und du wirst sie zum Lächeln bringen, die andere Person. Und dann, wie automatisch, unweigerlich, beginnen. Nimm dir einen Augenblick Zeit und lass das Bild wieder verblassen. Sei zurück an deinem Ort, wo du am Waldrand auf die Wiese schaust. Und geh noch ein bisschen tiefer in diese Versunkenheit, bei dir selber anzukommen. Stell dir die Zahl 100 vor und noch tiefer. Und dann die Zahl 99 und noch tiefer, tiefer und tiefer. Und dann stell dir vor, alle anderen Zahlen, die noch kommen würden, die treten zur Seite, verschwinden vorläufig und machen Raum für was Neues. Alle anderen Zahlen werden kleiner, verkrümeln sich, fliegen davon und machen Raum für was Neues. Und das werde ich dir jetzt sagen. In dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, wirst du automatisch, unwillkürlich vor deinem inneren Auge diese blaue Badehose sehen. Vielleicht links unten. Und du wirst für einen Bruchteil einer Sekunde dieses blaue Licht in dir aufnehmen.
Es wird dich ganz erfüllen. Die Füße, die Beine, den Rumpf, die Arme, die Hände, den Hals und den Kopf. Vollkommen erfüllt von diesem unglaublichen, bestimmten blauen Licht. Du wirst auf die Bühne gehen, fast wie ein Automat. Platz nehmen und du wirst dein Gegenüber zum Lächeln bringen. Nimm einen Augenblick Zeit, noch ein bisschen tiefer einzutauchen. Und ich will dir eine Geschichte erzählen, die du vielleicht kennst. Die Geschichte von einem Vogel, der aus einem Nest gefallen ist. Und der Bauer sammelte ihn ein und zog ihn mit den Hühnern auf. Und eines Tages kam ein Fremder und sagte: Mann, das ist ein Adler, der König der Lüfte. Ja, ja, sagte der Bauer, aber ich habe ihn aufgezogen wie ein Huhn. Ja, sagte der Fremde, aber er ist der König der Lüfte. Und er setzte den Adler auf seine Schulter und sagte: Breite deine Schwingen aus und flieg. Aber der Adler sprang auf den Boden und pickte Körner. Und der Bauer lächelte. Dann nahm der Fremde den Vogel mit auf den Berg und setzte ihn auf die Schulter und sagte: Breite deine Schwingen aus, du bist der König der Lüfte. Und der Adler guckte ins Tal und sah die Hühner, er konnte sogar die Körner erkennen, aber er blieb sitzen. Und der Fremde wiederholte: Breite deine Schwingen aus. Und es entstand ein Zittern in der Schulter des Adlers. Das wurde immer stärker. Und automatisch breitete er die Flügel aus und schwebte davon. Und er konnte alles erkennen, was unter ihm war. Konnte sich den Platz suchen, wo er landen wollte. Und diese Geschichte erzählte ein Jesuitenpadre 1919 dem kolumbianischen Parlament. Und danach gab es eine Revolution. Nimm den Augenblick Zeit, allmählich zurückzukehren, ohne Eile, an dem Ort, an dem du gerade warst. Und ich zähle von 10 auf 1 zurück und du kannst immer um ein Zehntel wieder wacher werden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kannst du etwas tiefer einatmen, deine Hand wieder beweglich machen und die Augen öffnen. 2, 1. Und wie geht's dir? War mal eine Frage. Hast du eine Zeitschätzung, wie lange du hier sitzt? Also in dieser Trance-Haltung. Ohne Nachdenken. 10 Minuten? Nee, fast doppelt so viel. Aber das ist auch ein gutes Zeichen, weil man verliert auch das Zeitgefühl. Weil auch das Zeitgefühl ist ein Konzept des Alltags. Eigentlich gibt es keine Zeit. Und das ist eines von den Zeichen, dass du, wenn du in Trance bist, verlierst du das Zeitgefühl und sagst, wird meistens unterschätzt um die Hälfte der Zeit. Ich habe es wirklich, normalerweise kann ich es sehr gut schätzen, aber gerade war ich so, ich habe kein Gefühl dafür. Ja. Wie geht's dir? Gut, also was ich krass finde, ich weiß nicht, ob du es kennst, Dirk, manchmal ist man im Alltag, eigentlich passiert mir das eher, wenn ich gerade so ein bisschen leichteres Leben führe. Weniger Druck, kriege ich manchmal in so ganz banalen Momenten Gänsehaut. Mhm. Kennst du das? Mhm. Und ich hatte, glaube ich, jetzt in diesen gefühlten 10, aber es waren ja 20 Minuten, hatte ich irgendwie 3, 4 Gänsehautmomente. Mhm. Das
Weil keine Ahnung, das ist so ein Gefühl von. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ein Gefühl von? Es ist ein Gefühl von, also ich fand es interessant, ich konnte mich am Anfang, also ich bin erstmal runtergekommen, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dann hast du mich in diese Situation gebracht, wo ich dann auf der Wiese war. Und es gab ja diese Entspannungssituation dann im Schwimmbad oder in Santorini und dann konnte ich das gut miteinander verbinden und konnte dieses Gefühl halt mit in diese Performance-Situation nehmen. Und am Ende die Geschichte fand ich auch sehr schön. Also manchmal vergisst man also für mich war so die Essenz der Geschichte auch so, dass man manchmal sein Potenzial vergisst oder auch seiner Fähigkeiten nicht bewusst ist. Und dass man manchmal so ein bisschen daran erinnert werden darf. Ja, genau, weil sie nicht benutzt wurden. Ja. Nicht verwendet wurden. Gut. Schauen wir mal. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was bedeutet das für dich, wenn man Gänsehaut bekommt? Das bedeutet eigentlich sowas wie also fast was, sagen wir, Neugieriges, positiv Erregtes und im Sinne von, da kommst du mit was in Berührung, was eigentlich vielleicht unsicher ist, aber dadurch erlebbar wird und es hat sowas wie eine Energetisierung. Wie als würde es unter Strom stehen an der Stelle. Aber das kommt auch daher, weil eben was berührt, was im Prinzip sensibel ist. Aber eben nicht dazu führt, dass du schlapp machst an der Stelle innerlich und dich zurückziehst, sondern eben Energie mobilisierst. Was immer das gerade war an der Stelle, an Gedanken. Du weißt aber nicht, an welcher Stelle das war, ne? Einmal bei der Geschichte am Ende? Das heißt, irgendwas hat dich berührt. Ich weiß auch gar nicht, was es ist. Das ist bei jedem anders und ich will auch nichts Bestimmtes damit sagen, außer so ganz allgemein, wie du schon gesagt hast. Nicht, dass es Dinge gibt, die wir nicht aktivieren normalerweise, weil sie nicht benutzt werden, aber eigentlich verfügbar sind. Und das kann ja so einen Kitzel erzeugen. Die Lust, das zu tun, aber auch so ein bisschen die Befürchtung, geht das gut? Aber wieso, als würde man ein bisschen gefährliche Sportart machen oder so, nicht? Wo man sagt, oh, das ist interessant, das möchte ich gerne haben. Den Hang möchte ich fahren oder den Wind möchte ich segeln oder so, nicht? Und das ist dann eben diese Mobilisierung und das im Grunde heißt es, was du überschreitest, eine Grenze, die du normalerweise nicht zulässt und dann entsteht eben diese Angstlust, könnte man auch sagen, ne? Die Lust, es zu machen, in der Gewissheit, dass es auch gar nicht so ganz ohne ist. Ja. Eigentlich muss ich dich mit zur Tour nehmen. Und dann, bevor ich auf die Bühne gehe, kurz einmal. Ja, klar. Danke, Dirk. Gerne. Am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage nach Tradition. Stell dir vor, du könntest jetzt einen Satz intuitiv an die Menschen rausschicken und sie würden ihn alle lesen. Welchen Satz würdest du rausschicken? Nochmal, welchen Zweck soll der Satz haben? Leute werden ihn lesen und werden ihn spüren. Naja, da würde ich auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Denk daran, dass wenn du zurückdenkst, das Leben aus Momenten besteht, die als Bilder auftauchen. Und das ist das Leben. Die Sammlung deiner Momente. So. Dirk, wo können die Menschen dich finden? Im Netz. Unter Uni? Mein Name einfach googeln. An welcher Uni bist du tätig? Tübingen. Tübingen. Dirk, ich danke dir. Die Links zu Dirk findet ihr in der Beschreibung, auch zu seinen geschriebenen Büchern. Schön, dass du da warst. Danke dir. Gerne. War ein Vergnügen.